Mit einem Grüezi, Servus und Hallo begrüßen wir euch zu einem neuen Kapitel, das mit einem erfrischenden Regenschauer beginnt. Unsere Reise startet von Arcos de la Frontera aus in diese neue, spannende Episode. Unser heutiges Tagesziel, Huelva, liegt wieder an der Atlantikküste. Doch bevor wir dort ankommen, führt uns die Route zunächst Richtung Sevilla. Kurz vor Erreichen der Stadt nehmen wir eine kleine Fähre, um anschließend zum Nationalpark del Doñana und zum berühmten Wallfahrtsort El Rocío zu gelangen. Der Regen ist keine Überraschung, denn bereits gestern kündigten dunkle Wolken am Himmel an, dass etwas im Anmarsch ist. Die Natur freut sich über jeden einzelnen Tropfen. Leider für die Natur, aber für uns von Vorteil, hört der Regen nach knapp 2 Stunden auf und wir können unsere Regenanzüge wieder tief unten in den Taschen verstauen. Wie deutlich auf den Bildern zu erkennen ist, sind die Straßen größtenteils nicht asphaltiert und verlaufen ziemlich gerade. Hügel oder Berge sucht man hier vergeblich. Die südlich von Sevilla liegende Gegend ist flach und von landwirtschaftlichen Aktivitäten geprägt. Zur Abwechslung gibt es wieder einmal 2-3 Abbiegungen, bevor der nächste pfeilgerade Streckenabschnitt folgt. Vollkommen fokussiert auf das bevorstehende Teilstück nehme ich anfangs nicht wahr, was sich links von mir abspielt. Erst ein sanfter Stoß meiner Sozia lässt mich jedoch erstaunt aufhorchen. Was? Ein Schiff? Hier? Tatsächlich. Nach einem kurzen Blick auf die Landkarte bemerke ich, dass wir uns in der Nähe des Flusses Guadalquivir befinden. Mit einer Länge von 657 Kilometern ist er der 5. längste Fluss Spaniens. Ein beeindruckender Anblick, das kleine Frachtschiff gemütlich in Richtung Meer fahren zu sehen. Der Zustand der Straße ist mitunter abenteuerlich, nicht zuletzt aufgrund des morgendlichen Regens. Dennoch bewältigen wir die Strecke ohne größere Probleme. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since 99. What I thought was gone, sitting in. Kurz vor Sevilla befindet sich eine kleine Fähre, die die beiden Dörfer Correa del Rio und Dos Hermanas miteinander verbindet. Durch die Nutzung der Fähre kann man etwa 30 bis 40 Minuten Fahrzeit einsparen. Die Überfahrt für Motorräder kostet 2,30 € und dauert 5 Minuten. Wir lassen uns dieses Vergnügen nicht entgehen und genießen die Fahrt über den Rio Guadalquivir. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old lives. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding an easy kill. Leave it all behind. I think it's time for me to go. Burn all bridges. All I know, I got lost along the way. Fell between the fold. Nach der kurzen Fahrt mit der Fähre erreichen wir die kleinen Dörfer Correa del Rio und Puebla del Rio
und setzen unsere Reise in südlicher Richtung zum Parque Nacional de Doñana fort. Der Nationalpark Doñana zählt zu den bedeutendsten und schönsten Feuchtgebieten Europas. Er umfasst verschiedene Ökosysteme wie Marschland, Lagunen, Kiefernwälder, Wanderdünen und Steilküsten sowie über 30 Kilometer lange unberührte Strände. Zudem dient er Millionen von Zugvögeln als Heimat, Winterquartier oder Rastplatz während ihrer Wanderung zwischen Europa und Afrika. Im Besucherzentrum José Antonio Valverde erhält man umfassende Informationen über die Tier- und Pflanzenwelt und hat die Möglichkeit, von verschiedenen Aussichtsplattformen aus eine Vielzahl von Vogelarten zu beobachten. Zum Zeitpunkt unseres Besuches waren wir die einzigen Gäste. Hierher verlieren sich definitiv wenig Touristen, da die Anfahrt durch die mit Schlaglöchern übersäte Straße nicht ganz einfach ist. Wir verlassen das Besucherzentrum und fahren weiter entlang dem Nationalpark. Unser nächstes Ziel ist der Wallfahrtsort El Rocío. Am Dorfeingang von El Rocío verlässt man die asphaltierte Straße. Von hier aus geht es nur noch auf sandigem Untergrund weiter. El Rocío ist weltweit bekannt für seine jährliche Wallfahrt, die über Pfingsten Millionen von Pilgern aus der ganzen Welt anzieht. Bei der sogenannten Romería del Rocío, der Pilgerfahrt nach Rocío, ziehen die Gläubigen in traditioneller Kleidung zu Fuß, zu Pferd oder mit Kutschen aus allen Teilen Spaniens zur Wallfahrtskirche von El Rocío und zur Madonnenstatue Nuestra Señora del Rocío. Das Dorf verströmt eine einzigartige Atmosphäre mit sandigen Straßen und traditionellen Häusern, die einen an den Wilden Westen erinnern. Niemand sollte sich also wundern, wenn ein Reiter hoch zu Ross sein Pferd vor der Bar an einem Holzbalken anbindet. Nach einer kurzen Pause setzen wir unsere Reise fort und machen uns auf den Weg nach Huelva, unserem Tagesziel. Am späteren Nachmittag erreichen wir die Stadt und beziehen unser Hotel, das sich mitten in der Altstadt befindet. Nachdem wir uns etwas abgekühlt haben, erkunden wir die Umgebung. Die Plaza de las Monjas ist ein beliebter Treffpunkt für Einheimische. Hier befindet sich auch die Statue von Cristóbal Colón oder wie wir ihn nennen, Christoph Kolumbus. Die Statue wurde im Jahre 2011 eingeweiht. Auf dem Platz befinden sich auch 2 Burgerbuden, die seit vielen Jahren um den Titel des besten Burgers konkurrieren. Schon für €1 bekommt man hier einen kleinen Snack. Selbstverständlich müssen auch wir die Burger testen, bevor wir den heutigen Tag abschließen.
Tag 16 unserer Reise führt uns heute von Huelva nach Sevilla, wo wir einen Ruhetag einlegen werden. Auf dem Weg dorthin werden wir im Dorf Minas de Rio Tinto eine längere Pause einlegen, um das dortige Minenmuseum zu besichtigen. Nach einer kurzen Passage auf dem Asphalt wechseln wir erneut auf die Schotterpisten. Zwischenzeitlich fühle ich mich ziemlich wohl auf dieser Unterlage und habe so richtig Freude daran. Und wieder einmal ist aus der Routenplanung nicht klar ersichtlich, wohin es gehen soll. Links oder rechts? Wir entscheiden uns für die linke Seite, was sich schlussendlich als die richtige Wahl herausstellt. Bei der Planung unserer heutigen Route fiel mir auf, dass uns eine kleine Flussüberquerung bevorsteht. Die Bilder auf Google Maps vermittelten jedoch kein klares Bild vom Übergang. Es war also schwer zu sagen, was uns genau erwartet. Vor Ort war dann die Sache halb so wild, da der Rio Odiel nur sehr wenig Wasser mit sich führte. Der Fluss erstrahlt in einem rötlich-gelben Farbton, der auf die Vielfalt der Mineralien zurückzuführen ist, die in den nahegelegenen Minen abgebaut werden. Nach einer kurzen Pause geht es für uns weiter in Richtung Minas de Rio Tinto. Mittlerweile haben wir den kleinen, aber schönen Stausee Presa de Calabazal erreicht, an dessen Ende wir voraussichtlich wieder auf eine gewöhnliche, asphaltierte Straße stoßen werden. Die Überraschung ist groß, als wir uns dem Ende der Straße nähern. Tatsächlich ist der Zugang zur Hauptstraße mit Kunststoffabsperrungen versperrt. Was nun? Die Absperrungen scheinen nicht mit Wasser gefüllt zu sein. Deshalb bitte ich meine allerliebste Sozia darum, eine davon beiseite zu schieben, damit ich durchfahren kann. Alles kein Problem und ich fahre durch die kleine Durchfahrt. Plötzlich hält ein Fahrzeug auf der Hauptstraße an,
wendet und fährt mir entgegen. Ups, dein Freund und Helfer, die Polizei. Die beiden Herren sind völlig überrascht über unser Erscheinen und fragen, woher wir denn kommen würden, da die Hauptstraße wegen einer Veranstaltung eigentlich gesperrt sei. Nach einigen Erklärungen gestatten uns die beiden, die Hauptstraße zu benutzen, müssen aber einen kleinen Umweg Richtung Süden nehmen. Für uns ist dies kein Problem und wir sind froh, dass wir nicht umkehren müssen. Okay, vamos. Gracias, Nach der kurzen Begegnung mit der lokalen Polizei und dem damit verbundenen kleinen Umweg erreichen wir das Dorf Minas de Rio Tinto und fahren direkt zum Bergbaumuseum Museo Minero. Das Museum wurde 1992 im ehemaligen englischen Spital des Ortes eröffnet und zeigt Fundstücke aus allen Epochen des Bergbaus. Die Geschichte des Erzabbaus in Minas de Rio Tinto lässt sich bis in die Bronzezeit zurückverfolgen. Aufgefundene Schlackereste zeigen eine große Weiterentwicklung des Bergbaus durch die von Römern eingeführte technische Neuerungen. Bis ins 18. Jahrhundert wurden die Minen kaum genutzt. Erst im Jahre 1775 pachtete ein Schwede die Minen. Im Jahre 1873 kaufte ein britisches Konsortium, an dem die Brüder Rothschild beteiligt waren, die Bergwerke. Sie gründeten die Rio Tinto Company Limited und erschlossen weitere Minen. Bis 1903 wurden neben geringen Mengen Mangan und Eisen insgesamt ca. 80.000 Tonnen Kupfererz gefördert. Im Jahre 1954 gingen die Bergwerke erneut in staatliches Eigentum über. Minas de Rio Tinto konnte nicht mehr an den Glanz und Erfolg vergangener Zeiten anknüpfen, da die wirtschaftlichen Krisen des Bergbaus in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts zu tiefgreifend waren. Zwischenzeitlich sind wir zum Mirador Cerro Colorado gefahren, wo man einen imposanten Blick auf die Minen hat. 2001 wurde die letzte Grube geschlossen. Angesichts der seit 2008 anziehenden Rohstoffpreise, insbesondere für Kupfer, wurde der Abbau wieder lukrativ. Seit 2016 ist die Mine wieder in Betrieb. Hier noch ein kleiner Funfact. In Spanien wurde Football erstmals in Minas de Rio Tinto von den Engländern eingeführt, die sich dort nach der Übernahme des Bergwerks im Jahre 1873 niedergelassen hatten. Auf der Suche nach Unterhaltung und Abwechslung in einem Dorf ohne Freizeitmöglichkeiten begannen sie, das beliebte Fußballspiel aus ihrer Heimat wieder zu beleben. Wir bleiben noch etwas in der Gegend und fahren in einem Bogen um die Minen herum. Aus dem Nichts steht plötzlich ein Hund auf der Straße und fordert mich zu einem kleinen Rennen heraus. Ihm scheint nicht bewusst zu sein, dass er in diesem Rennen nicht gewinnen kann. Ein kleiner Zug am Gasgriff und schon ist er weg.
Während wir uns erneut Minas de Rio Tinto nähern, werden in der Ferne die Schutthalden der Minen sichtbar, die in einer Vielzahl von leuchtenden Farbtönen erstrahlen. Wir machen noch einen Abstecher zu einer verlassenen Mine und fahren anschließend entlang der Schutthalden weiter Richtung unserem Tagesziel Sevilla. Die Zivilisation hat uns wieder eingeholt. Wir sind nur noch wenige Kilometer von Sevilla entfernt, wo wir morgen einen wohlverdienten Ruhetag einlegen werden und freuen uns darauf, die Stadt ausgiebig erkunden zu können. Sevilla, die Hauptstadt der autonomen Region Andalusien und viertgrößte Stadt Spaniens, wird für 2 Tage unser Zuhause sein. Hier gibt es unzählige Entdeckungen zu machen. Lasst uns gemeinsam auf eine kleine Stadtrundfahrt gehen. Die Tour beginnen wir bei der Kathedrale von Sevilla, auch bekannt als die Kathedrale von Santa Maria de la Sede. Sie ist eine beeindruckende gotische Kirche und eines der Wahrzeichen der Stadt. Mit ihrer imposanten Größe und ihrem prächtigen Interieur ist sie eine der größten Kathedralen der Welt. Besonders beeindruckend ist die Giralda, der Glockenturm der Kathedrale, der einst ein maurisches Minarett war und einen atemberaubenden Blick über die Stadt bietet. Die Kathedrale wurde zwischen 1401 und 1519 im gotischen Stil auf den Überresten der arabischen Mesquita Mayor aus dem 12. Jahrhundert erbaut. Mit einer Länge von 145 und einer Breite von 82 Meter beeindruckt sie durch ihre imposanten Ausmaße. Das mittlere Kirchenschiff erreicht eine Höhe von 42 Meter. Insgesamt verfügt die Kathedrale über 5 Kirchenschiffe. Das in der Kathedrale befindliche Grabmal von Christoph Kolumbus wurde 1902 errichtet und zeigt 4 Sargträger, die die Königreiche Kastilien, León, Aragon und Navarra symbolisieren. Unser nächstes Ziel ist die Plaza de España. Er ist zweifellos der bekannteste und beeindruckendste Platz der Stadt und befindet sich neben dem Maria Luisa Park. Erbaut und entworfen wurde er speziell für die Iberoamerikanische Ausstellung von 1929. Spaniens Ziel mit dieser Ausstellung war es, eine symbolische Versöhnung mit seinen ehemaligen amerikanischen Kolonien zu erreichen. Der renommierte Architekt Aníbal González zeichnete verantwortlich für das Design dieses spanischen Renaissanceplatzes, der einen Durchmesser von 200 Meter aufweist. Häufig trifft man unter den Arkaden auf Musikanten, die die hervorragende Akustik nutzen, um ihre Darbietungen zu präsentieren. Die
Die Einzigartigkeit der Plaza de España als Filmkulisse wurde auch von Hollywood erkannt, was sich in den Filmen wie Star Wars Episode 2, Der Diktator oder Lawrence von Arabien widerspiegelt. Wir spazieren zum Parque de Maria Luisa, der an die Plaza de España grenzt. Die Geschichte des Parks reicht bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zurück. Ab 1911 begann die Stadt Sevilla mit der Neugestaltung. Fleißige Helfer schufen Teiche, Denkmäler und Brunnen, die bis heute die Parkanlage schmücken. 3 Jahre später wurden im Park auch einige neue Gebäude errichtet, die das Zentrum der Iberoamerikanischen Ausstellung von 1929 bildeten. Heutzutage ist der Park von Sevilla eine wahre Oase der Ruhe und bietet an heißen Tagen eine willkommene Abkühlung. Um zu unserem nächsten Ziel zu gelangen, schlendern wir entlang des Flusses Guadalquivir, der von zahlreichen Wassersportlern lebhaft genutzt wird. Die Torre del Oro, auch bekannt als der Goldene Turm von Sevilla, wurde im 12. Jahrhundert von den Almohaden erbaut und war ein integraler Bestandteil der maurischen Stadtmauer. Mit einer Höhe von 36 Meter diente der Turm hauptsächlich der Überwachung des Schiffsverkehrs auf dem Guadalquivir. Nach einem kurzen Spaziergang durch die verwinkelten Gassen erreichen wir die Plaza del Cabildo, einen halbrunden Platz mit einem ebenso halbrunden Gebäude, das etwas versteckt liegt und nur durch 3 schmale Durchgänge erreichbar ist. Zum Abschluss des Tages begeben wir uns zum großen Festgelände Real de la Feria im Viertel Los Remedios im Südwesten der Stadt. Jedes Jahr, 2 Wochen nach Ostern, verwandelt sich Sevilla in einen Ausnahmezustand. Dann findet mit der Feria de Abril eines der beliebtesten und größten Volksfeste Spaniens statt. Geschmückte Pferde, Frauen in Flamenco-Tracht sowie Männer in typischen Anzug haben ihren großen Auftritt und es wird ausgelassen in den Casetas gefeiert. Diese Casetas sind ähnlich wie die Bierzelte auf dem Oktoberfest, jedoch deutlich kleiner, dafür gibt es aber über 1000 davon. Sie gehören seit Ewigkeiten lokalen Familien, Unternehmen, Vereinen oder Viehzucht- und Sherry-Dynastien. Die meisten sind privat und man kommt nur mit einer Einladung hinein. Wir schlendern noch eine Weile durch das Festgelände und beenden somit dieses Kapitel. Es würde uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wir verabschieden uns mit einem herzlichen Buenas noches und bis zum nächsten Mal.